unser grosses Thema ist Bodenfruchtbarkeit. Und wenn ich meinen Boden will futtern, meinen Boden will pflegen, dann gehören Pflanzen, grüne Pflanzen, möglichst auf allen Flächen zu jeder Zeit. Damit Photosynthese passieren kann, damit CO2 aus der Luft über Pflanzen umgewandelt werden als Futter für Kühe im Boden. Bodenleben, Mikroorganismen, alles zusammen. Das sind einfach meine Kühe im Boden, weil so versteht man es. Und darum schauen wir, dass wir möglichst viel Energie aus der Luft und so weiter im Boden bringen. Das Grün, das wächst, Gras, Gründüngungen, Untersaaten und so weiter, das wird irgendwann generativ. Und dann braucht es die Energie für die eigene Fortpflanzung. Die Energie von der Photosynthese, die passiert. Also müssen wir schauen, dass wir möglichst viel von dem Grün möglichst lange Zeit vegetativ haben. Jetzt kann ich das mit einem Maiwerk machen, mit einem Mulcher, mit einer Maschine. Ich kann dem Lehrling Marco sagen, fahr da durch am Nachmittag. Zu Abend muss er einen Tank voll Diesel in den Traktor rein tun, damit das Gras wieder vegetativ ist. Kostet einen Tank Diesel und alles rundherum. Oder ich kann einen Hag um die Parzellen herum machen. Oder noch lieber andere Sachen. Virtual Fencing wäre etwas, das mega cool wäre für solche Sachen. Und kann eine Herde Kühe drin tun. Und die Kühe machen genau das Gleiche. Sie fressen das Gras, machen es vegetativ, so dass die Pflanzen wieder angespornt werden, um mehr Photosynthese zu machen, um mehr Energie im Boden zu bringen. Und die gleiche Arbeit am Abend ist so und so viel Kilo Fleisch aus dieser Herde Kühe herausgewachsen. Also anstatt dass ich einen Tank Diesel einsetze, habe ich nachher so und so viel Kilo Fleisch als Gegenwert. Und darum finde ich das nur schon mal vom Materiellen extrem wichtig. Was ich aber sehe, wenn ich die Kühe nachher im Feld habe, wir haben hier ganz viele Kühe, wir haben Insekten und so weiter. Und überall, wo die Kühe, aber auch die Schafe sind, wo die Wiederkäuer sind, überall dort sind nachher die Vögel, weil es dort die Insekten sind, weil unter jedem Kuhfladen unten hat es wieder frisches Leben. Und mit diesen Wiederkäuern, mit den Kühen, bringen wir einfach Tempo in die Umsetzungsprozesse. Also der Wiederkäuer macht in unserem System nichts anderes als einfach das Grün umsetzen. Ich könnte Kompost machen, dann geht es ein halbes Jahr oder so, bis das Grün gescheit umgesetzt ist und wieder für Pflanzen in einer richtigen, in einer guten Form. Oder ich kann eben die Kuh nehmen, die frisst vorne, schießt einen Tag später hinten raus und es ist alles wunderbar pflanzenverfügbar. Es gibt keine Fühlnis dort, wo die Kuh anschießt, wenn die Ernährung gut ist und so weiter. Also auf alle Arten macht es einfach Sinn, wenn wir das machen. Und die Wiederkäuer, die sind eben in unserem System nicht, die produzieren auch Fleisch, die produzieren auch Milch, aber in erster Linie sind es Werkzeuge. Anstelle eines Mulchgeräts haben wir eine Herde Kühe. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir die Kühe noch gezielter über den Betrieb hinein tun können. Jetzt, weil wir zum Teil 2 Meter hohe Gründüngungen haben, können wir nur aussen um Parzellen herum einen Hag machen. Und dann gibt es selektive Fraß. Also die Kühe fressen zuerst ein bisschen Mais, weil sie das gerne haben. Dann fressen sie ein bisschen, keine Ahnung, Wicken, dort etwas, dort etwas. Wir schauen ja immer, dass wir Vielfalt drin haben. Und durch den selektiven Fraß und auch durch das, dass die Kuh eigentlich dann immer wieder dort zurückgeht, wo es vielleicht noch wieder frisch ausgeschossen ist, 3 Tage nachdem sie gefressen hat, haben wir nicht das Optimum. Dann haben wir zum Teil alte Sachen und zum Teil junge Sachen, die immer wieder gefressen werden, die dann unterdrückt werden. Und unser Ziel wäre eigentlich, dass wir die Herde ganz gezielt über eine Parzelle hinein steuern. Wir vorne geben wir immer wieder jeden Halbtag oder sogar 2-mal täglich geben wir wieder neues Gras, neues Grün dazu. Und hinten lassen wir es aber auch wieder nehmen wir es wieder weg, dass da wieder Zeit hat zum Regenerieren, dass da Ruhe hat, dass da anwachsen kann. Eigentlich ist das System Mobgrazing, das man kennt und so weiter. Und ich glaube, das wäre der Schlüssel. So könnte man eigentlich den Vortrieb auf unserer Parzelle gezielt so machen, dass ein Teil gefressen wird
ein Teil abgestampft wird, ganz bewusst. Wir wollen die Kühe im Boden auch futtern, die wollen auch fressen und wir denken in dem Sinne eben möglichst an alles, was da lebt und ist und wollen das wirklich so brauchen. Und ja, ich glaube, die Wiederkäuer, das wäre der Schlüssel für ganz viel Bodenfruchtbarkeit, für ganz viel Klima, für ganz viel Regen, was es dann irgendwann einmal mehr oder weniger gibt, wenn wir die würden, gerade auf dem Ackerland eben, dort einsetzen. Wir denken immer, ja, Kühe, ja, wenn, dann tun wir sie ein bisschen an die Berge hin, dort wo wir nicht mit dem Pflug tun können, dann können wir ja nicht Soja produzieren oder so. Wenn wir gesunde Soja produzieren, auf die Zeit raus, geht es nur, in meinen Augen, wenn wir die Wiederkäuer wieder ins System integrieren. Ich kann genau gleich viel Soja und genau gleich viel Weizen produzieren und die Kühe einfach zwischendrin als Werkzeug brauchen. Und dabei noch Fleisch, Protein, weiss ich was, einfach tierische dann, wo aber aus pflanzlichen Proteinen rauskommen in dem Sinn, weil die Sachen können gescheit verwerten als einzige, wir können es nicht. Und sonst, wenn wir die nicht drin haben, dann geht einfach alles x-mal langsamer. Oder? Und mit den Wiederkäuern bringen wir Geschwindigkeit, viel mehr Biologie in die Prozesse hinein. Das ist der Schlüssel. Und in einer Zeit, wo es halt leider ganz oft um Geld geht, vergisst man, was die Gruppe von Tieren, die Wiederkäuer eigentlich für eine Funktion haben im Ganzen. Oder? Und dann tut man sie ganz oft dann, reduzieren auf das Methan oder auf das CO2, das sie ausstößt. Aber ich glaube, wir bewerten ja ein Auto auch nicht bewerten aufgrund des Abriebs der Pneu oder aufgrund des Katalysatorauspuffs, der dort hinten rauskommt, sondern wir müssen einmal ein bisschen systematisch denken und einmal schauen, was das alles ist. Das finde ich extrem spannend und ist mir ein Herzensanliegen und ich will die Tiere wirklich integriert haben im System.